Also das Laubhüttenfest ist ein Wochenfest und geht eine Woche. Und wir wissen, dass es auf der ganzen Welt Leute hat, die das Herbstfest feiern. Nicht nur in Israel, sondern auch in Amerika haben wir Freunde, die das machen. Und es ist schön, auch über das Internet dürfen zu sehen und dort auch mal ein bisschen hineinschauen, wie machen die das. Und Avant vaš moja, niska smak, tete makotak, nevesa vjanak, aj kanade vaš moja pera. grüezi miteinander, Happy Sukkot. Ein Fest in grosser Versammlung, in der Laubhütte oder im Zelt. Teilen wir unsere Freude und Lob singen und danken unserem Schöpfer. Und was ich vielleicht noch möchte sagen, dass das kleine Büchlein hier rein, habe ich geschrieben, das Fest der Laubhütten. Wenn sich jemand interessiert, da haben wir so ein paar Gedanken zusammengestrickt. Und ich tue jetzt hier nicht zu fest drauf vorlesen, vielleicht hier Sacharja 14,16. Und es wird geschehen, dass alle übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Das Laubhüttenfest ist ein Fest, wo wir in Laubhütten wohnen sollen. Es ist eine Verordnung von unserem Schöpfer, die für uns alle gilt. Und was mir persönlich so gefällt, ist, mit dieser Aufforderung, eine Laubhütte zu bauen und eine Woche die Laubhütte zu geniessen als Familie und mit Gästen und Freunden und Nachbarn zusammenzukommen, ermöglicht dir ganz praktisch Teil vom Volk zu werden. Teil von seinem Volk. Warum Laubhütte? Wir sollen uns daran erinnern, dass das Volk Israel hat in Laubhütten gewohnt. Wann haben sie in Laubhütten gewohnt? Auch sicher nicht in Ägypten und auch nicht, wo sie 40 Jahre in der Wüste herumgezogen sind. Weil dort hatten sie nämlich Zelt gehabt. In Laubhütten haben sie gewohnt, wo sie am Fuß vom Berg waren, wo sie am Berg Horeb die 10 Gebote wieder bekommen haben und ganz vieles dürfen lernen. Es heisst, wir sollen durch die Laubhütte, durchs Laub, in den Himmel schauen und Sterne sehen. Wieder schauen, wieder neu lernen, was Gott verordnet hat. Und an das sollen wir uns erinnern. Sie haben nicht nur eine Woche in Laubhütten gewohnt, sondern ein ganzes Jahr von der Wiederherstellung erlebt. Insgesamt 10 Monate sind sie am Fuß vom Berg in Laubhütten gewohnt. In dieser Zeit hatten sie eben noch keine Zeltblachen gehabt, sondern sie haben mit dem, was sie dort gefunden haben, sich Hütten bauen, wo sie drinnen Schatten finden am Tag und sich auch geborgen gefühlt haben in der Nacht. 10 Monate. Warum 10 Monate? Warum nicht 9 Monate? Hat mich gestern Norina gefragt. Warum nicht 9 Monate? Eine normale Schwangerschaft geht doch 9 Monate. Und es ist ja auch so ein Reifeprozess, den sie erleben durften. Dort am Fuß vom Berg, wo sie dürfen zu dem Volk werden und seine Gesetze und seine Ordnungen wieder dürfen lernen. Warum 10 Monate und nicht 9 Monate? Vom Sommerfest, wo das Volk Israel am Berg Horeb angekommen ist, bis zum 2. Pessach sind es eben genau 10 Monate. Ich denke, eigentlich wäre es vielleicht schon Gottes Plan gewesen, dass sie nach 9 Monaten parat gewesen wären.
und dürfen losziehen, weil sie alles wieder gelernt haben. Aber schon beim ersten Pessach sind einige Sachen schief gelaufen und darum haben sie die Verlängerung gebraucht und haben das zweite Pessach noch nachholen und sind erst nachher losgezogen. Und selbst das hat nicht gelangt, weil sie noch so verletzt sind aus dieser Zeit, wo sie in Ägypten erlebt haben. Das Jahr der Wiederherstellung hat für sie nicht gelangt, um die Heilung komplett zu erfahren. Sie haben die Wiederholung gebraucht von mehreren Jahren und vom immer wieder in den Festrhythmus hineinkommen und die Zeit zum Heilen brauchen, dass sie dann nach 40 Jahren als Volk das verarbeitet haben und wirklich 100%ig auf den Schöpfer gehört haben und auch bereit sind, das neue gelobte Land zu beziehen. Darum 10 Monate. In der Zeit der Laubhütte sollen wir uns erinnern, wie das Volk am Berg Horeb alles wieder gelernt hat, wie sie im Frieden haben gelernt zusammenleben. Sie haben gelernt, die 10 Gebote zu halten, sie haben gelernt, den Sabbat zu halten, sie haben Rhythmus gelernt, sie haben die Festwochen kennengelernt. Und an das sollen wir uns erinnern. Wir sollen auch in der Laubhütte im Frieden leben und uns üben, in die 10 Gebote halten. Und wir haben die Laubhütte mit Früchten dekoriert. Und im Galater 5 steht die Geistesfrüchte, wo wir, vielleicht könnte man das noch aufschlagen, Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und wir trinken Most am Fest. Das machen wir jetzt. Jetzt trinken wir gerade mal einen Schluck Most. Alles Gute und viel Freude. Bella talla lenisiona e la passano in pescia morto della crema cotta kvecka i alla vägar spukta det alla amen amen halleluja Jetzt darfst du weiterfahren. Schon vieles gesagt. Also, das Laubhüttenfest ist ein Wochenfest und geht 1 Woche. Und in dieser Woche sollen wir uns erinnern an die ganzen 10 Monate, wo das Volk Israel am Fuß vom Berg Horeb gelebt hat. Und wir sollen uns an alles erinnern, was sie in diesem Jahr erlebt haben. Sie sind am Berg angekommen, sie haben das Sommerfest gelernt, feiern. Nachher mussten sie 40 Tage auf den Mose warten. Der Mose kommt wieder zurück. Sie haben ein goldiges Kalb gemacht. Dann haben sie Korrektur gebraucht. Eine Zeit auch zum Trauern. Einen Monat später den Versöhnungstag dürfen erleben. Und sich dann auch wieder bereit gemacht, das Fest der Laubhütte zu feiern und den Bund zu erneuern. Das Fest der Laubhütte ist das Fest auch der Wiederherstellung. Auch ich persönlich erlebe das Fest jedes Jahr, dass man dem ein Stückchen näher kommt, an dieser Wiederherstellung. Weil wir uns immer wieder erinnern dürfen und auch üben, in die Gemeinschaft zu kommen. Denn es heisst, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, dort ist er mitten unter uns. Und dort gehört das auch hin. Es gehört in die Versammlung, in die Festversammlung.
Und wann sollen wir uns besammeln? Am Morgen, am Mittag oder am Abend? Am Tag sollen wir uns versammeln, nicht in der Nacht. Und der erste Tag vom Fest ist der Tag nach dem Sabbat. Er ist der erste Tag der Woche und eine grosse Versammlung ist angesagt. Können wir das schauen auf dem Plan? Ja. So. Also die einen reisen ja schon am Rüsttag her. Genau. Oder? Und ich denke, ja, der Rüsttag ist auch möglich, dass man vielleicht ein Zelt aufstellt und dann die Nachbarn vielleicht schon vorbeikommen und sagen, darf ich auch so eine Stange haben? Und dann macht man das miteinander, oder? Mhm. Und wenn das Zelt einmal steht, dann ist der erste Tag vom festen Sabbat, also ein Ruhetag. Mhm. Und dann kommt der Versammlungstag. Genau. Darum sage ich vom 16. Mhm. bis zum 21. Die 6 Werktage sind eigentlich zu Festtagen geworden. Genau. Genau. Und der erste von diesen 6 Tagen ist eben ein grosser Versammlungstag. Und der letzte ist ein grosser Versammlungstag. Und zwischen ihnen sind nochmal 4 Tage, wo man darf in der Gemeinschaft bleiben und darf feiern. Bella talla lenisiona e la passamin pescia morto della crema cotta quecca e alla vera sputta e alla amen amen alleluia alleluia te Dann ist es auch noch spannend, sich zu überlegen, wo ist die Mitte der Woche? So, wann fängt die Woche an? Wann ist denn der 8. Tag, wo auch in der Bibel steht, wo Jeschua zum Beispiel am grossen Fest gekommen ist? Wann ist der 8. Tag? Wenn du nämlich vom Rüsttag aus zählst, ist der 8. Tag der 21. von dieser Woche, der letzte Tag, der grosse Versammlungstag, wo Jesus aufgestanden ist und gesagt hat, was hat er gesagt? Sollen wir das jetzt lesen? Ja, das lesen wir gerade. Johannes, Kapitel 7. 37. Mhm. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. In der Mitte der Woche ist nämlich Jeschua als Baby 8 Tage alt gewesen, weil er ist ja am Versöhnungstag geboren. Und das Laubhüttenfest kommt gerade nachher. Und in der Mitte dieser Woche ist er beschnitten worden im Zeichen vom Bund Vom Abraham. Abraham. Auch den hat er erfüllt und auch auf den weist er hin. Alle Rituale, die von Gott verordnet sind uns zum Trost verordnet. Dass man über den Körper darf spüren, was der Geist erlebt. Oder ja, dass es zum Ausdruck findet. Und das Blut ist eben ein Zeichen von dieser Verbindung vom Körper und Geist. Es gibt viele Hinweise für das, dass man zum Beispiel ja auch im Blut die Seele vermutet. Obwohl ich denke, es ist einfach ein Bild, das uns hilft, das zu verstehen. Zum Beispiel, wenn man ein Tier geschlachtet hat, hat man das Blut müssen zudecken am Schluss, damit man sich nicht an der Seele versündigt von dem Tier.
Man hat es zugedeckt mit Erde. Mit Erde, Ja. genau. Dass wir das Fleisch nehmen dürfen Mhm. als Speise, aber mit dem Blut hat man sehr respektvoll umgehen. Mhm. Und ich habe da auf dem Plan in der Mitte der Woche ein kleines Tröpfchen Blut angezeichnet als Symbol oder als Erinnerung für die Beschneidung von Jeschua, wo ja auch schon ein Tröpfchen Blut gefordert hat, der Bund, die Zurückführung von uns zu ihm schon das erste Mal bestätigt. In der Mitte der Woche ist Jeschua als Erwachsener im letzten Jahr, bevor er gekreuzigt worden ist, im Shemitah, auch als Herbstfest gegangen. Er hat die Jünger vorausgeschickt und hat sich nachher auch unter das Volk gemischt und hat in der Mitte der Woche ist er aufgestanden und hat eine Predigt gehalten, wo auch um die Beschneidung geht. Johannes 7, 14 bis 23. Ich weiß nicht, ob wir etwas daraus lesen sollen oder ob wir einfach das mal so stehen lassen. Ich lese doch das. Okay? Johannes 7,14. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Zum 22. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Im Wort Sabbat ist auch ganz viel versteckt. Weil es gibt einen Unterschied zwischen einem Sabbat und zwischen einem Festtag oder einem Festsabbat. Der Sabbat, wo in den 10 Geboten geredet wird, ist der Tag, wo nach 6 Tagen Arbeiten folgt. Und ist der Ruhetag. Der Ruhetag, wo wir in Gemeinschaft mit dem Schöpfer gehen sollten. Das kannst du ganz alleine machen, wenn du alleine bist. Wenn du einen Partner hast, dürft ihr auch gemeinsam beten. Und wenn du eine Familie hast, dann darfst du in deiner Familie zusammenkommen. Und vielleicht hast du auch jemanden in deinem Haus aufgenommen, der Hilfe braucht. Dann gehört der auch zu deiner Familie. Und dann darfst du dich mit ihnen besammeln. Aber es ist nicht ein Tag der grossen Besammlung, wo du in die Gemeinschaft kommst und alle einladest und eine grosse Party machst. Denn es ist ein Tag der Ruhe. Du sollst kein Feuer machen, du sollst kein Opfer bringen. Du sollst den Tag dich erholen, dich erquicken, auftanken. Was der Ruhesabbat und der Festtagssabbat aber gemeinsam hat, ist, dass du an beiden nicht arbeiten sollst. Und darum können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, ob Jesus da von einem Festsabbat redet oder von einem Ruhetagssabbat. Es spricht vieles mehr dafür, dass er von einem Festtagssabbat redet. Weil dort sollst du auch nicht arbeiten. Dort war er unter Menschen, dort hat er geheilt. Hat er also so einen Festtagssabbat gebrochen, in dem er geheilt hat? Oder hat er einen Ruhetagssabbat gebrochen? Das ist die Frage, wo wir uns noch ein bisschen auch damit auseinandersetzen müssen. Haben wir wirklich verstanden, dass der Sabbat übergeordnet ist und sich die Feste drin eingliedert? Denn Gott widerspricht sich nie. Seine Gesetze sind absolut rein und perfekt.
Und wenn du in der Bibel lesest und etwas nicht verstehst oder sich etwas widerspricht, dann haben wir es entweder nicht richtig verstanden oder es hat sich beim Übersetzen ein Irrtum eingeschlichen, wo wir entlarven müssen. Aber was wirklich klar ist, Gott seine Gesetze sind rein und widersprechen sich nicht. Denn wenn er sagt, am Sabbat ist ein Tag der Ruhe und du sollst kein Feuer machen, dann wird er auch nicht wollen, dass wir eine Grillparty machen oder ein Tier schlachten. Dann gehört das dort nicht hin. Sondern es gehört an einen Festtag. Ist denn Gott so streng? Ja, er ist rein und gerecht, aber auch sehr barmherzig. Das heisst, er überschaut vieles. Er verzeiht vieles, was wir nicht verstehen oder was uns passiert. Er ist sehr barmherzig. Er deckt vieles zu. Aber er weiß ganz genau, was er zudeckt. Es ist nicht so, dass er einfach sagt, oh, das spielt nicht so eine Rolle. Sondern er hat seine Gebote ganz klar formuliert, damit uns bewusst wird, wo wir Fehler machen, damit wir ein bußfertiges Herz bekommen. Weil nur wenn wir ein bußfertiges Herz haben, kann er uns vergeben. Wenn wir unsere Sünde nicht erkennen, wenn wir nicht verstehen, was Gesetz ist, können wir auch nicht sagen, es tut uns leid. Und darum ist es wichtig, dass wir sein Gesetz verstehen und darin forschen. Und auch darauf vertrauen, dass er uns verzeiht, wo wir Fehler machen, wenn es uns leid tut. Kommt mir noch ein Vers zu. Mhm. In der Apostelgeschichte 17, wo es heisst, der Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie man das Fasten so praktisch gestaltet. Ich mache eigentlich jedes Jahr einen kleinen Plan, wo ich darauf einzeichne, wo der Feststart ist und wo der Festendtag ist. Die 2 Festversammlungen zeichne ich ein. Und wir haben also kleine Symbole, wo wir dann nachher einreihen, damit uns nichts vergessen geht. Es braucht ein bisschen Organisation. Ich meine, man kann das Fest auch einfach miteinander leben, aber wenn man doch so ein paar schöne Sachen machen möchte, dann sollte man die auch ein bisschen planen. Wir planen Zeit ein für Bible Study, wo wir zusammen üben, in der Bibel zu lesen. Das machen wir eigentlich immer am Morgen, vom 9, halb 10 bis um halb 12 in dieser Zeit. Weil dann sind wir frisch und wach. Genau. Besonders am ersten Tag vom Fest und am letzten Tag vom Fest planen wir das ein. Aber jeden Morgen ist geeignet. Wo man nutzen kann für auch mal einen Kurs im Schöpferkalender oder Vorträge, dass jemand etwas vorbereitet und mitbringt und erzählt. Oder auch einen Workshop. Das planen wir am Morgen ein. Am Nachmittag, so um die 3, ist eine gute Zeit, um eine Kinderstunde zu machen mit dem Kind. Vielleicht noch mit dem Zvieri verbinden. Oder für Musik, für zusammen Lobpreis machen. Das machen wir im Normalfall zwischen 3 und 5 so. Vom Tagesablauf her. Gemeinsam Essen zubereiten und zusammen essen ist auch sehr wertvoll und wichtig. Da nehmen wir uns auch besonders am ersten und am letzten Tag wir uns ein schönes Menü überlegen, wo wir gemeinsam vorbereiten und auch zusammen geniessen.
Festwoche kann man sich auch mal eine Wanderung einplanen, wenn man das möchte. Oder auch eine Taufe. Das geht auch noch im Herbstfest. Sommerfest ist ein bisschen besser geeignet. In unseren Breitengraden ist es ein bisschen wärmer, aber das geht durchaus auch. Und so eine Taufe, sich aufzusparen und zu sagen, ich möchte mich taufen lassen, ich nehme das nächste Fest für das, ist sehr zu empfehlen. Weil du dann auch in der Gemeinschaft bist und das miteinander, du bist ein Zeugnis und du darfst das miteinander erleben und du wirst dich auch jedes Jahr wieder daran erinnern, am Herbstfest habe ich mich taufen lassen oder am Sommerfest und das ist dann auch ein bisschen wie ein kleiner Geburtstag für dich, wo du dich jedes Jahr wieder daran erinnern darfst. Darum empfehlen wir das, in der Gemeinschaft zu machen. Die Feste sind sehr geeignet für das. Neumondtag auch. Und natürlich kann man auch mal eine Nottaufe machen, wenn jemand das sofort auf dem Herz hat und keinen Tag verlieren. Das ist nicht falsch. Aber es gibt für alles einen guten Zeitpunkt und vielleicht sogar noch einen perfekten Zeitpunkt. Genau. Dann ist es aber auch ganz wichtig, dass man vielleicht sich einteilt, wenn geht man mal posten. Auch ganz praktisch muss man sich ein bisschen organisieren miteinander und sich auch mal Zeit nehmen, um eine Besprechung zu machen. Wie läuft es in dieser Woche? Haben wir noch etwas vergessen oder brauchen wir ein bisschen mehr Helfer am Abend beim Abwaschen? Oder einfach so das Miteinander. Wir sollen üben, die 10 Gebote ganz praktisch zu leben miteinander. Und so reifen wir eigentlich auch als Gemeinschaft im Frieden. Und natürlich auch persönlich erleben wir hier und da ein bisschen Wachstumsschmerzen, wenn wir uns ein bisschen entwickeln oder auch mal ein bisschen Kritik entgegennehmen müssen. Musikevent planen wir ein, Konzerte machen wir auch meistens am Nachmittag zwischen 3 und 6. Ist eine schöne Gelegenheit, die Nachbarschaft einzuladen oder die Verwandtschaft einzuladen. Ja, die Feste sind da, Türen aufzumachen. Wir sind unter seinem Schutz und Begegnungen können so wirklich sind auch nicht überfordernd für einen, weil wir unter seinem persönlichen Schutz stehen. Ja, Schutz, Zellen, jedes Organ in unserem Körper hat eine Haut rundherum. Es hat seinen Platz, es ist geschützt in seiner Hülle. Und genauso braucht der Sabbat Schutz. Eine Familie braucht Schutz, eine Gemeinschaft braucht Schutz. Ja, es hat alles seinen Platz. Und ist nicht einfach ein Fruchtsalat. Genau, Frieden ist dort, wo Ordnung herrscht, Gottes Ordnung herrscht. Und ist das Gegenteil von Chaos. Ja, jetzt habe ich glaube alles gesagt. Noch etwas vergessen? Ja. Wir leben in dieser Welt. Und wir haben nicht immer die Möglichkeit, frei zu nehmen. Zum Beispiel unsere Kinder gehen in die Schule. Wie schiffelst du da? Das Wertvollste am Ganzen ist, dass die Planung in sich eigentlich schon steht. Es steht fest, wenn das fest ist. Und darum muss ich nicht vom Geschäft frei nehmen oder die Kinder müssen schulfrei haben oder das Fest ist, es ist so oder so. Und wenn du jetzt in die Schule musst oder musst arbeiten, dann ist das so. Dann nimmst du dir so viel frei, wie du kannst. Aber das Fest ist, es ist. Für das müssen wir eigentlich nicht viel machen. Weil er macht es. Er hat gesagt, das Fest ist jetzt. Und desto mehr Zeit du dir kannst nehmen, desto mehr kannst du daraus schöpfen. Genau. Aber es ist nicht, nur weil es jetzt halt eine Baustelle an der Strasse hat, findet das Fest nicht statt. Oder weil die Kinder jetzt Schule haben, kann man es nicht machen. Es gibt immer einen Weg. Dann nimmt man halt den Mittwochnachmittag und macht etwas Schönes. Oder es wird vielleicht jetzt halt nicht auswärts abgemacht nach der Schule, sondern man lädt die Kinder zu uns ein. Es gibt einen Weg.
Oder man nimmt einmal einen Joker-Tag, weil man sagt, mal, wir brauchen das, wir möchten jetzt einen Tag miteinander erleben. Und dann nehmen wir uns jetzt raus. Genau. Es muss eben nicht aus unserer eigenen Kraft entstehen, weil es ist einfach. Es ist einfach. Genauso wie der Sabbat ist der Tag der Ruhe. Und der Tag, wo Gott uns möchte segnen, ganz persönlich. Du musst nur noch dir die Zeit nehmen. Er ist schon da. Er wartet auf dich. Und wartet nur darauf, dass du dich aufmachst für ihn. Und so weit dir das gelingt, so weit wird er 100 Schritte dir entgegenkommen, wenn du einen machst. Gut, weitere Fragen? Soll ich noch eine kritische Frage stellen? Ja, bitte. Beschneidung, Jesus hat sich beschneiden lassen. Ich weiss, du bist Bube. Würdest du das empfehlen oder nicht? Ich würde es empfehlen, wenn sich Vater und Mutter einig sind und verstanden haben, um was es geht. Dann würde ich es empfehlen, sonst nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass man bei allen Ritualen, die Gott verordnet hat, sich wirklich Zeit nimmt, die zu verstehen. Und wenn man es verstanden hat und macht, ist sicher auch heute noch ein grosser Segen drauf. Weil Jesus hat es gemacht, also hat er dem nicht widersprochen. Aber ich verstehe auch, und die Diskussionen kommen ja sehr intensiv in der Bibel, auch im Neuen Testament, dass man nicht mit dem anfangen muss, sondern dann, wenn man das verstanden hat, darf man das machen. Und wenn man es nicht verstanden hat, dann sollte man sich wirklich Zeit lassen, dann würde ich es nicht empfehlen. Genau. Es geht eigentlich um die Herzbeschneidung, oder? Und da gibt es ja auch einige Stellen im Alten Testament. Genau. Das ist ein Ausdruck im Körper, der im Herz passieren sollte. Und ein Ausdruck im Körper bringt nichts, wenn du es im Herz nicht hast. Was bedeutet Herzbeschneidung für dich, Mami? Dass du Türen aufgemacht hast also, und Jeschua in dein Leben hinein bittest. Ich glaube, das ist dort, wo er reinkommt und sagt, ich werde mit dir das Mahl halten. Ich glaube, dort kommt es einem so nahe. Das ist wie wenn wir für das Allerheiligste eintreten. Tretet er in uns ins Allerheiligste, ins Herz hinein. Wir lassen ihn rein, aber er klopft an und wir müssen aufmachen. Ist gut? Okay, dann wir freuen uns. Wir haben noch ein paar Tage vor uns. Wir sind noch nicht ganz in der Mitte angekommen von diesem Fest. Und wir werden sicher auch noch ein bisschen Musik machen und gut essen. Wir machen Vermicelle mit Meringue und Schlagrahm. Und und wir gehen auch Leute besuchen, die auch ein Zelt haben, die das Fest auch in der gleichen Zeit feiern, wie wir das machen. Und wir wissen, dass es auf der ganzen Welt Leute hat, die das Herbstfest feiern. Nicht nur in Israel, sondern auch in Amerika haben wir Freunde, die das machen. Und es ist schön, auch über das Internet dürfen zu sehen und dort auch mal ein bisschen hineinschauen, wie machen die das und ja, wie tun sie, ich meine, in gewissen Gegenden ist es jetzt noch sehr schön warm und die sind verrissen. Aber bei uns sind wir froh um ein Zelt. Weil dann können wir auch wirklich, auch wenn es mal regnet, da ist halt auch möglich, dann können wir trotzdem im Zelt zusammenkommen. Und ein bisschen mit einer grösseren Gemeinschaft, weder nur in einer Hausversammlung. Es ist ein Stadtfest, ganz klar. Okay. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ade miteinander. Tschüss!